mal die Augen auf. Wieso? Ja, das wirst du ja dann sehen. Ist da jemand? Am Ende des Gangs ist noch ein Zimmer frei. Wenn du willst, kannst du da einziehen. Willst du sich hier bleiben? Ja. Kann es sein, dass es dafür einen besonderen Grund gibt? Kann. Kann es auch sein, dass du mir diesen Grund verrätst? Papa, seit wann bist du so neugierig? Wie wär's denn mit dem Spiel Bäumchen wechsel dich? Also ich mit Jackie und du kannst dich ja so lange mit Kathi trösten. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Wieso? Gefällt dir Boris nicht? Selbst wenn, das ist ja noch lange kein Grund, mich mit ihm in die Kiste zu schicken. Jetzt hab dich doch nicht so. Ich bin sicher, ihr würdet jede Menge Spaß haben. Genau wie wir zwei. Also was jetzt? Bist du dabei? Fass mich nicht an. Nie wieder, hast du verstanden? Hey, reg dich ab. Ob du verstanden hast? Ja, verdammt nochmal. Ja, dann verpiss dich. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Jetzt halt aber mal einen Ball flach. Erst tust du auf obercool, tolerant und aufgeschlossen und wenn es zur Sache geht, machst du so ein Theater. Wäre es dir vielleicht lieber, ich würde mich auf deinen Freund stürzen, ihm die Klamotten vom Leib reißen? Das wäre mein Anfang. Du bist ja pervers. Seit wann ist es pervers, ein bisschen Spaß haben zu wollen? Okay, bitte, macht eure Spielchen, aber ohne mich. Bleiben nur noch wir beide. Oder hast du Bock auf ein 3? Oh Gott, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Ja, okay, pass mal auf, alles klar, ciao. Hallo, Jessica, was machst du denn hier? ich gehe spazieren. Klar, was macht man auch sonst in so einem Park? Och, ich wüsste da schon noch ein paar Dinge. So? Was denn zum Beispiel? Wie wär's mit Reden? Und worüber? Darüber, wie es dir jetzt geht. Prima, wieso fragst du? Nick hat mir erzählt, dass es zwischen Cleo und dir aus ist. Dann weißt du ja, wie ich mich fühle. Tut mir leid. Ich werde es überleben. Bestimmt. Aber wie ist es eigentlich so schnell dazu gekommen? Vor ein paar Tagen wart ihr doch noch ein Herz und eine Seele. Das hat getäuscht. Dann habt ihr euch also gestritten. Nicht richtig. Verstehe. Ihr habt euch auseinandergelebt. Ja, genau. Und jetzt lass uns über was anderes sprechen. Hast du morgen schon was vor? Mal überlegen. Morgen bin ich mit einem netten jungen Mann verabredet. Vorausgesetzt, du hast Lust und Zeit. Jetzt guck doch nicht so. Oder hast du wirklich geglaubt, ich treffe mich mit einem anderen, wenn ein guter Freund meine Hilfe braucht? Dann bleibt es bei morgen? Hey. Jetzt nimm dir die Sache mal nicht so zu Herzen. Ich bin sicher, Dennis hat nur Spaß gemacht. Ach, zugegeben, der Scherz war voll daneben. Und warum hast du trotzdem gegrinst? Ja, weil ich total von den Socken war. Ich dachte echt, ich höre nicht richtig, als Dennis den Gag vom Stapel gelassen hat. Von wegen Gag. Der hat das tot ernst gemeint und das weißt du auch. Glaubst du wirklich? Jetzt tu doch nicht so unschuldig. Oder glaubst du, ich habe nicht gemerkt, dass du mit den beiden unter einer Decke steckst? Was? Ja, gib's doch wenigstens zu. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Ich habe mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Und warum hast du Boris so angeguckt? Weil ich mir durchaus vorstellen kann, eine Nacht mit ihm zu verbringen. Und Dennis würdest du auch nicht von der Bettkante stoßen. Natürlich nicht. Aber solange er dein Freund ist, ist er für mich tabu. Ja, das habe ich gemerkt. Du traust mir also wirklich zu, dass ich mit dem Partnertausch einverstanden und mit Dennis ins Bett gestiegen wäre? Allerdings. Oder warum sonst war Dennis so scharf drauf, dass du auch kommst? Doch nur, weil er wusste, dass du nicht Nein sagen würdest. Also glaub doch, was du willst. Und wenn du wieder normal geworden bist, dann kannst du ja mal bei mir anrufen. Darauf kannst du lange warten. Und sag Dennis, dass er für mich gestorben ist.
Ja, endlich bist du auch mal auf dem Foto drauf. Kein Wunder, das Bild hat Ela gemacht. Ach, sag bloß, ihr habt schon ohne uns angefangen. Keine Bange, bis jetzt habt ihr nur Sehenswürdigkeiten verpasst. Gott sei Dank ist Freiburg aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Nicht auszudenken, Nick würde bei denen unterschreiben. Ich würde mich ja zu Tode langweilen. Wieso? Sieht doch ganz nett aus. Ist das auch? Und warum bist du dann zurückgekommen? Ach komm, jetzt hör aber Hey, auf. streitet nicht. Hier, das ist Ela. Sie sieht gut aus. Zeig mal her. Vorsicht. Was macht sie zurzeit? Studieren, das Leben genießen. Scheint ihr zu bekommen. Ja, ich finde sie Sticker geworden. Echt? Nee, das machen die Klamotten. Ah, du findest aber auch für alles und jeden eine Entschuldigung. Was ist denn hier los? Wir gucken uns die Urlaubsfotos von Susanne an. Ela ist in Freiburg richtig aufgeblüht. Oder? Findest du nicht? Ja. Noch mehr Fotos? Moment. Hey, nicht schummeln. Wir wollen alle sehen, ja? Auch die Nicht-Jugendfreien. Damit kann ich nicht dienen. Und was ist mit denen, die du eben hier unter den Stapel geschoben Die hast? sind verwackelt. Hey, schick. Seit wann muss man denn so einem Aufzug bei der Schule erscheinen? Wer sagt denn, dass ich zur Schule gehe? Machst du blau? Sagen wir mal so, ich habe was Besseres vor. Aha. Ist ein Date, stimmt. Wer ist denn die Lady? Sagt nichts. Jessica? Wenn du eh schon alles weißt. Wieso fragst du dann noch? Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Nervös? Quatsch. Warum guckst du dann dauernd auf die Uhr? Weil ich in einer Stunde mit Jessica im Stadtpark verabredet bin. Außerdem möchte ich ihr vorher noch eine Kleinigkeit besorgen, um ihr eine Freude zu machen. Probier's doch mal mit Blumen. Gute Idee. Vielleicht sollte ich Nick mal anrufen und nach ihrer Lieblingssorte fragen. Seit wann machst du dir um sowas Gedanken? Seit ich weiß, dass Jessica für mich bestimmt ist. Hoffentlich weißt du das auch. Hi! Jetzt wart doch mal! Bleib doch mal stehen! Was ist denn los? Habe ich dir vielleicht was getan? Ja, mir nicht, aber Kathi. Warum bist du dann so abweisend? Weil Kathi zufälligerweise meine beste Freundin ist. Und jetzt lass mich in Ruhe, ja? Woher sollte ich denn wissen, dass Kathi das mit dem Partnertausch ernst nimmt? Das war doch nur ein Spaß. Wenn alles nur ein Spaß war, warum hast du ihr das denn nicht gleich gesagt? Weil der Gag so gut kam, dass ich einfach wissen wollte, wie weit er geht. Ach, und als Kathi dann aus dem Zimmer war, wolltest du wissen, wie weit ich alleine gehe, oder was? Ach, du siehst das viel zu verbissen. Glaubst du, Kathi wird lange sauer sein? Kommt drauf an, was du dir ausdenkst, um dich bei ihr zu entschuldigen. Kannst du mir da vielleicht einen Tipp geben? Schließlich bist du ihre beste Freundin. Tja, und du bist ihr Freund. Also denk dir was aus. Ach, und wenn du dich dann bei ihr entschuldigst, kannst du ihr auch gleich sagen, dass ich mit deinem Gag nichts zu tun hatte. Moment. Soll das heißen, Kathi glaubt, dass wir den Partnertausch abgesprochen haben? Oh Mann, jetzt hast du meinetwegen auch noch Stress. Glaub mir bitte, das wollte ich echt nicht. Ich werde es überleben. Und ich verspreche dir, dass ich mit Kathi reden werde. Das war echt eine Schnapsidee. Obwohl ich schon finde, dass du klasse aussiehst, wenn ich das mal so sagen darf. Danke. Gib das sofort her. Tut mir leid, ich wollte nur mal kurz reinhören. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, ohne zu fragen, an meine Sachen zu gehen. Tut mir leid, wird nie wieder vorkommen. Das will ich dir auch raten. Hi! Hallo. Wartest du schon lange? Nein, ich bin auch gerade erst gekommen. Ach so, hier, die sind für dich. Oh, sorry. Guter Wurf. Zufall. Gefallen sie dir? Das sind meine Lieblingsblumen. Vielen Dank.
Woher wusstest du das? Ich bin halt ein guter Detektiv. Und ich ein guter Zuhörer. Also schieß mal los. Wie geht's dir? Schon wesentlich besser. So habe ich Susanne noch nie erlebt. Tja, einmal ist immer das erste Mal. Glaubst du, ich sollte mich noch mal bei ihr entschuldigen? Hast du einen Knall? Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ja wohl Susanne. Schließlich hat sie den Walkman im Flur liegen gelassen. Trotzdem hätte ich aber nicht einfach reinhören dürfen. Wieso denn nicht? Auf so einer Kassette ist doch eh nur Musik drauf. Aber nicht auf der. Naja, ich habe zwar nicht viel gehört, aber das, was ich gehört habe, war eindeutig eine Männerstimme. Vielleicht ein Hörspiel. Nee, das war eher privat. Was hat denn der Typ gesagt? Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Schließlich bleibt es in der Familie. Okay, aber nur wenn du mir versprichst, dass du niemandem etwas sagst. So wahr mir Gott helfe. Also, er hat gesagt, das nächste Stück ist nur für dich. Das ist ja interessant. Warum? Naja, jetzt wissen wir eindeutig, dass Susanne sich in Freiburg verliebt hat. Meinst du? Ja, klar. Oder warum sollte sie sonst so einen Aufstand um die paar Worte auf der Kassette machen? Es sei denn, es sind noch andere Passagen drauf. Solche, bei denen es richtig zur Sache geht. Und wenn der Typ einfach nur ein x-beliebiger Bekannter war? Unsinn. Denk doch nur mal an gestern Abend, als sie uns die Fotos nicht zeigen wollte. Jede Wette, dass ihr Tonbandlover auf den Bildern drauf war. Glaubst du wirklich? Ja, 100 Pro. Naja, das würde auch erklären, warum Susanne seit Freiburg auf Wolke 7 schwebt. Du sagst es. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie daraus so ein Riesengeheimnis macht, dass sie sich verliebt hat. Das würde mich auch mal interessieren. Ja? Hi. Ach, du bist es. Ich kann auch wieder gehen. Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Ah. Ich wollte mich eigentlich bei dir entschuldigen. Ich habe gestern so ein paar Sachen gesagt, die sind mir einfach so rausgerutscht. Kannst du mir noch mal verzeihen? Also gut. Ich will mal nicht so sein. Danke. Du bist wirklich die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Komm. Tja, und weil ich deine beste Freundin bin, will ich dir auch nicht verheimlichen, dass ich heute Morgen zufällig Dennis getroffen habe. Und wir haben zusammen Kaffee getrunken. Echt? Was hat er denn gesagt? Dass es ihm leid tut und dass alles nur ein Spaß war. Glaubst du ihm? Eigentlich schon. Jedenfalls stand ihm das schlechte Gewissen richtig ins Gesicht geschrieben. Also liebt er mich doch. Sieht ganz danach aus. Nur, warum meldet er sich dann nicht? Ach, vielleicht ist er sauer, dass du ihm sowas überhaupt ernsthaft zutraust. Hat er das gesagt? Ach, nicht so direkt. Ja, jedenfalls solltest du ihn einfach mal anrufen. Das habe ich schon. Und? Er ist weder zu Hause noch auf dem Handy erreichbar. Tja, dann versuchst du es eben so lange, bis er rangeht. Eigentlich sollte ich dir einen ganzen LKW voll Blumen schenken. Wie komme ich denn zu der Ehre? Naja, du warst da und hast mir zugehört, als es mir schlecht ging. Das war doch selbstverständlich. Ich stelle mir gerade Papas Gesicht vor, wenn er nach Hause käme und die Wohnung wie ein Gewächshaus aussehen würde. Der würde wahrscheinlich ziemlich dumm gucken. Hm? Und er würde wissen wollen, wo ich die Blumen her habe. Oder genau, von wem ich sie habe. Du könntest ja sagen, du hast einen netten Gärtner kennengelernt. Ich glaube nicht, dass er mir das abnehmen würde. Also ich an seiner Stelle würde dir alles abnehmen. Da kennst du meinen Papa aber schlecht. Stimmt. Dafür kenne ich dich umso besser. Bei dir habe ich wirklich das Gefühl, dass du mich verstehst. Und dass du für mich da bist, wenn ich dich brauche. Danke für das Kompliment. Für meine Freunde bin ich immer da. Hallo. Hallo. Susanne, hey. Da bist du ja endlich wieder. Nicht so stürmisch. Ey, was erwartest du? Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Klasse siehst du aus. Danke. In welchem Ferienparadies warst du nochmal? In Freiburg. Das Freiburg in der Karibik oder das auf den Seychellen? Nee, mal im Ernst. Was hast du denn die ganze Zeit getrunken? Na, dies und das. Oh, das klingt ja richtig aufregend. Aber beruhig dich, also mir hat sie auch nie mehr verraten. Weil es nichts gibt, was sich zu erzählen lohnt. Und um das rauszufinden, musstest du so lange bleiben. So habe ich das doch nicht gemeint. Natürlich habe ich eine Menge erlebt. Zum Beispiel? Ela und ich, wir sind durch die Kneipen gezogen. Allein natürlich. Wieso nicht? Weil zwei Mädels wie ihr bestimmt nicht lange allein geblieben seid. Also da muss ich Tim jetzt ausnahmsweise mal recht geben.
Also raus mit der Sprache. Gab's da vielleicht jemand, mit dem du ein bisschen mehr Zeit verbracht hast? Und wenn, was ginge dich das an? Sollen wir das als ein ja, ich habe mich in Freiburg verliebt interpretieren? Wieso bist du damals eigentlich nach Deutschland gekommen? Wegen der Schule. Ich wollte unbedingt meinen Abschluss machen. Wäre es ja nicht einfacher gewesen, eine deutsche Schule in Caracas zu besuchen? Im Prinzip schon. Aber? Die ärztliche Versorgung hier in Deutschland ist wesentlich besser als die in Caracas. Naja, also wenn die Erde hier mal so richtig beben würde, gäbe es vermutlich auch eine Menge Probleme bei der Versorgung der Verletzten. Das meine ich nicht. Naja, irgendwann wirst du es sowieso erfahren. Was? Dass ich bin HIV-positiv. Es tut mir leid. Ist schon okay. Trotzdem. Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob du mit einem Infizierten beruflich oder privat umgehst. Verstehe. Du willst also privat nichts mit Kranken zu tun haben? Quatsch. Was ich sagen wollte, ist, dass ich bei dir meine Gefühle nicht einfach zur Seite schieben kann, als ob du ein normaler Patient wärst. Und wieso nicht? Weil ich dich einfach gern mag. Wirklich? Ja, würde ich sonst hier sitzen? Wohl kaum. Und weil ich dich mag, will ich natürlich auch, dass es dir gut geht. Mir geht's gut. Mir geht's sogar so gut wie schon sehr lange nicht mehr. Und weißt du, wer daran schuld ist? Du. Danke. Wofür? So etwas Schönes hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Also wenn du uns schon nicht sagen willst, wie er heißt, dann sag wenigstens, wie er aussieht. Einfach traumhaft. Gib's auf, du hast eh keine Chance. Na komm, ist er blond, dunkelhaarig, groß, klein. Er hat einen Bierbauch. Also macht das keinen Spaß. Ja, gut, dass du das einsiehst. Keine Cola. Danke. Warum kommst du nicht zu uns rüber? Keine Lust. Aber dann würdest du vielleicht auf andere Gedanken kommen. Wer sagt denn, dass ich das überhaupt will? Dennis! Wo die Liebe hinfällt. Schön, dass du endlich da bist. Ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Wieso, waren wir verabredet? Nein, aber ich musste dich unbedingt sehen. Ja, das hast du ja jetzt. Oder gibt's sonst noch was? Ja, Jackie hat mir erzählt, dass ihr euch getroffen habt. Und? Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich dachte, dass du es ernst meinst. Es tut dir also leid, ja? Ein bisschen wenig nach allem, was du mir so zutraust, findest du nicht? Ich weiß, aber was soll ich denn jetzt machen? Lass dir was einfallen. Zeit genug hast du ja. Ja, ich muss noch mal weg. Ja. Und wann kommst du wieder? Tut das gut. Ja. Ramon. Störe ich? Nein, ich bin nur ein bisschen überrascht. Ich meine, ist irgendwas passiert? Nein. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Mir geht's gut. Wieso fragst du? Niklas hat mir gesagt, dass du dich hingelegt hast. Da dachte ich, vielleicht fehlt dir was. Keine Angst, mir geht's gut. Außerdem habe ich nicht zu Niklas gesagt, dass ich mich hinlegen möchte. Ich habe nur gesagt, dass ich meine Beine ein bisschen hochlegen will. Und ich habe schon was weiß ich gedacht. Wie geht's denn dir so? Prima. Dann war dein Date mit Jessica also erfolgreich? Es war absolut... woher weißt du das? Von Frank. Darauf hätte ich auch von alleine kommen können. Ich hätte von alleine drauf kommen können, dass dein Nachmittag ein voller Erfolg war. Du strahlst ja wie ein Honigkuchenpferd. Quatsch. Es war ganz nett. Ihr beide, ihr würdet euch bestimmt sehr gut verstehen. Glaubst du das? Ihr seid euch sehr ähnlich. Und doch ganz verschieden. Und weißt du was? Jessica hat auch ein soziales Jahr gemacht. Genau wie Gina.
Bloß, dass Jessica dann wirklich Krankenschwester geworden ist. Toll. Hat sie ja bestimmt auch kein Problem mit deiner Infektion. Hat sie auch nicht. Wenn das so ist, dann kann man ja euch nur viel Glück wünschen. Danke. Egal, was passiert, ich bin immer für dich da. Warum passiert sowas immer nur mir? Mist. Hallo, der Tisch kann nichts dafür. Entschuldigung. Kann man dir helfen? Nur wenn du weißt, wie man das wieder zusammenkriegt. Verstehe nichts davon. Ich leider auch nicht. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Du? Jemand aus meiner Klasse kennt sich mit sowas aus. Und du meinst, er kriegt das wieder hin? Ja, du müsstest sie mir allerdings mitgeben, damit ich sie ihm bringen kann. Ja. Ja klar, warum nicht? Ach nee, besser doch nicht. Wieso denn nicht? Ich kenne den Typen doch gar nicht. Dann stellt sich heraus, dass er das gar nicht kann und dann ist das Band endgültig hin. Ja, das ist es ja auch so. Danke, ich mach's lieber selbst. Wie du willst. Bei Brandner, Sander? Ja, Moment. Für dich. Jemand aus Freiburg. Ja? Oh, ach, du bist Ela. Nein, wie kommst du darauf? Hier ist alles in Ordnung. Danke. Und Cleo geht's wirklich gut? Ja, kein Grund zur Aufregung. Niklas muss da irgendwas verwechselt haben. Ja, worauf stoßen wir an? Schlag was vor. Wie wär's, wenn wir auf den schönsten Nachmittag seit langem anstoßen? Gute Idee. Heißt das, es hat dir genauso gut gefallen wie mir? Es war einfach, wie du schon sagtest, es war ein wirklich schöner Nachmittag. Also, wenn das so ist, ich wüsste da was die Sache noch schöner machen würde. Und das wäre? Ich weiß nicht. Los, trau dich. Okay. Auf uns und unsere Liebe, die hoffentlich niemals vergehen wird. Sekunde. Also, versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Aber ich glaube, da liegt ein ziemlich großes Missverständnis vor. Ich mag dich wirklich sehr gern. Aber es tut mir leid, ich liebe dich nicht. When she says she loves me,